Diese Pop-up-Blumentopfkarte habe ich dir letztens gezeigt im ausführlichen Mitbasteltempo mit meinen Lieblingsblumen, den Sonnenblumen. Und weil es gewünscht war, gibt es heute diese Kartenfalltechnik noch einmal in kurz und knackig. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie und wie schon gesagt, kurz und knackig einmal die Pop-up-Blumentopfkarte. Und damit es nicht so langweilig wird, habe ich gleich mal die Blumen in Herbstfarben angemalt. Also es sind jetzt andere Herbstblumen, nicht die Sonnenblumen. Habe meine Karte schon vorbereitet, erzähle dir einmal die Maße, die ich dafür verwendet habe und wie die Mechanik geht. Okay, ich nehme eine Grundkarte in den Maßen 14,85 x 21 cm, das ist das A4-Blatt, mittig geteilt. Ich lege mir eine Falzlinie an bei 10,5 und kann das Ganze falten. Und da ich gern mit Mattungen arbeite, habe ich einmal einen Farbkarton, in diesem Fall ist es Pekanuss, in den Maßen 10 x 14,3 cm und darauf eine Auflage in Grundweiß, die ich dann weiter gestaltet habe, hier mit einem Prägefolder und hier weiß gelassen und bestempelt. Und die weiße Auflage in Grundweiß ist 9,5 x 13,8 cm. Du siehst schon, ich gehe so im 5 mm Takt nach unten. Klebe ich jetzt vorne auf. Manchmal empfiehlt es sich, das schon mittig vorher mal einmal anzuhalten, damit das dann schön gerade wird und der Abstand überall stimmt, also die sogenannte Mattung. Kriegen wir gerade so hin. Ich habe hier vorne ein Motiv verwendet, habe ja gesagt, ich mache das ein wenig anders, habe das eben schon vorbereitet, von wegen kurz und knackig. Das neue Stempelset Rustic Crate, so würde ich das zumindest aussprechen, und Grüße für das ganze Jahr, da habe ich einen tollen Geburtstag raus. Das habe ich gestempelt, ausgestanzt. Du siehst, in dem Set sind solche tollen Handschuhe dabei. Hatten wir schon mal ganz anders. Diese hier sind wunderschön. Innen drin, die anderen waren auch wunderschön, klar, habe ich aber nicht. Innen drin sieht so aus und an dieser Stelle arbeiten wir so weiter. Und die Mechanik ist gar kein Hexenwerk, keine Zauberei, sondern einfach nur Mathematik. Und wer das nicht hören will, der guckt einfach zu und tut so, als wäre keine Mathematik. Okay, ich falte mal einen auf, dann kann man das nämlich besser sehen und ich mache keine Fehler. Ich nehme ein Stück Farbkarton in Grundweiß in den Maßen 6 x 12,5 cm, lege auf links und rechts an bei 2,5, ziehe mir eine Falzlinie und lege dann nochmal die kurze Seite an und falze jeweils das Stück bis zur Querfalzlinie. Also bei 2 cm falze ich das, die Zahl vergessen, weil ich hier so gucken musste. Ich habe das natürlich alles schon vorbereitet, aber zeige dir einmal kurz den Werdegang bis dahin. Hier schneide ich jetzt meine bei 2 cm quer angelegten Falzlinien ein, auf der anderen Seite auch. Und dann nehme ich an einer Seite die beiden äußeren Felder weg und an der anderen Seite das mittlere. Dafür klappe ich das rum oder klappe die anderen rum, muss sowieso alles klappen, früher oder später. Klappe das hier. Du kannst dieses Feld genauso aus Designerpapier zuschneiden. Das habe ich hier bei diesen Karten gemacht. Hält genauso gut, gleiche Mechanik, alles läuft genauso. Okay, so ist das Feld dann fertig. Dieses habe ich auch aus Farbkarton in Grundweiß gemacht und du siehst hier, dieses Stempelelement habe ich einfach aneinander gestempelt, dass das so ein bisschen rustikal kistenmäßig ankommt. Dann nehmen wir das Teil, nehmen unser Falzbein und falzen hier einmal einen Bogen drauf. Also wir falzen dieses große Element, was noch übrig ist, zum Blumentopf. So, haben wir so, dann liegt das so. Und jetzt nehme ich das Bunte und bearbeite es weiter. Okay, das geht nach oben. Wir legen es uns mal so hin, wie wir es nachher einbauen. Hier ist der kurze Schnippel und hier die zwei sind alle kurz. Sorry, hier ist der mittlere Schnippel und hier die zwei oben und unten. So, Schnippel ist auch ein komisches Wort an der Stelle. Okay, so, also dann habe ich noch zwei Streifen, einen in 2 x 10 cm und einen in 2 x 5 cm. Bei dem 2 x 5 cm Streifen lege ich links und rechts einfach doppelseitiges Abreißklebeband auf und den 2 x 10 cm Streifen falze ich an einer Seite bei 1 cm und lege dort meinen Klebestreifen auf. Jetzt nehme ich dieses Element, ich sehe ja, so möchte ich es nachher drin haben, also klappe ich es einmal auf und habe jetzt auf der Innenseite in dem Fall, machte sich für mich am besten,
mein doppelseitiges Abreißklebeband aufgesetzt, nehme jetzt hier mein Raster zur Hilfe, den Streifen mit den 10 cm. Hier drüben ist der gefalzte 1 cm und setze dieses jetzt, wenn alles gerade liegt, als Verlängerung einfach hier an. So, dann sitzt das. Das ist meine Verlängerung. Du siehst schon sind wir den nächsten Schritt weiter. So, jetzt müssen wir einfach aufpassen, dass wir nichts vergessen. Du könntest natürlich die Unterlage hier gestalten, kannst du aber eben auch lassen. Deswegen legen wir das jetzt hier rein, so wie es am Ende im geschlossenen Zustand aussieht. Im besten Fall sitzt dieses Schnipselchen hier genau mittig. Das ist super, dann läuft das nachher perfekt, hat gerade geklebt. Jetzt entscheidest du kurz, ob deine Vase auf dem Boden steht oder ob du die Mattung aufgreifst und das Ding höher setzt. Ich setze es Tatsache wieder runter. Setze es hier an die Mittellinie bündig an. Hier oben ist mein Klebeschnippel. Ziehe ich ab, falte das ganze Teil rum, mache die Karte zu, drücke hier gut an und dann klebt die Mechanik schon mal hier. Wenn wir nicht diesen Riegel aufsetzen müssten, könnten wir alles ganz einfach so zukleben, würde aber nicht gehen, brauchen wir diese Halterung. Also machen wir anders. Wir falten das auf, wir falten das rum. Wir legen das jetzt so hin, nehmen unseren 2x5 cm Streifen. Maße kannst du dir übrigens alle anpassen, wie du magst, wie du lustig bist. Schauen, dass dieses Element gerade liegt und setzen diesen Streifen als Halterung hier mittig an. Das muss nicht ganz bündig, ich halte das mal hoch, ganz bündig hier drüben sein, sondern es kann ruhig ein bisschen Luft sein, weil es schiebt sich sowieso ein Stück bis hier rüber, und zwar schiebt sich dieses. Und das drückt sich eh runter, muss aber gehalten werden. Dieses schiebt sich. So, damit sich das schiebt, legen wir das jetzt nochmal zu hin, falten die Beinchen nach innen. Ich mache das wahrscheinlich anders als andere. Ist halt so. Ich habe es schon gesehen, dass man das einfach hochhält und dann jetzt drückt und schiebt und da Klebestreifen dran hat. Den habe ich schon dran. Und dann irgendwann im richtigen Moment drückt. Ist mir ein bisschen kompliziert. Ich mache das Ding zu, lege das flach hin, schaue, dass mein Element hier ganz plan läuft, nicht rausguckt. Das ist ganz wichtig, weil man hier unten rausgucken lassen. Und dann baue ich mich mit dem Bleistift hier zwischen einmal ein. Und da sehe ich, ist meine Klebeecke. Die habe ich hier markiert. Hier unten ist eine Markierung. Kennst du, Radiergummi macht mal wieder weg. Auf diesen Enden sind meine Klebefolien. Ich ziehe die Schutzfolie ab. Und dann klebe ich das da drauf. So. Viel Lärm um nichts. Jetzt schieben wir haben ja die Rundung drin, schauen, dass das am Ende gerade liegt und kleben es im besten Fall da mit der Linie bündig und gerade auf und drücken es innen an. Schauen, dass wir nicht den Riegel überklebt haben, haben wir nicht. Und dann hält das Ganze auch ziemlich gut zu. Bei den anderen Karten habe ich das Band hier vorne angelegt. Brauchst du eigentlich gar nicht zwingend, weil es arbeitet sich irgendwann so, dass es auch wirklich immer gut geschlossen da liegt, und da ist meine Karte ja okay. Also hier habe ich aufs Band einfach mal verzichtet. Mache ich auf und da steht meine Blumenvase. Mache ich zu, da ist sie wieder weg. Mache ich auf, da steht sie. So, wie bringe ich die Blumen an? Dafür habe ich mir einen Streifen zugeschnitten, mindestens 6 mm breit und dann ansonsten nicht zu breit. Habe meine Blumen schon mal vorbereitet. Du siehst hier in dieser herbstlichen Farbe, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Blume heißt, also benenne ich sie nicht. Klebe hier oben meine größte Blume rein, so steht sie dann da. Immer beim Kleben achten, dass ich jetzt nichts klebe, was über den Rand hinausragt. Klebe dann als nächstes diese hier ein bisschen tiefer. Ich achte mal darauf, dass ich sie jetzt nicht zu tief klebe. Und wir haben Herbst, also können wir ruhig doch ein bisschen bunt in die Vase reinpacken und nicht alles nur einfarbig. Wir probieren das aber erstmal. Könnten hier noch die gelbe packen. Ich überlege, ob mir das gefällt. Was sagst du? Kannst in die Kommentare schreiben. Ich muss jetzt einfach selbstständig entscheiden. Mache ich auch. Ich klebe mal das Gelb hier noch mit rein. Ich finde, das passt ganz gut zu dem Pekanuss, zu dem Braunton. Und dann setze ich das hier rein. So, die Blumen sitzen schon. Und genauso verfahre ich jetzt mit den Blättern. Die setze ich ganz einfach ineinander. Mit dem Streifen konntest du da wunderbar in den Raum reinarbeiten. Hier, habe ich in dem anderen Video erklärt, das verlinke ich dir auch nochmal. Da habe ich die Technik genau gezeigt. Kannst du mit den Schablonen wunderbare Blumen und Blätter wischen
sehen echt schön plastisch aus. Hier schaust du, dass du die Sonnenblumen noch ein wenig nach oben kriegst. Da nehme ich dann sehr gerne die Klebepunkte, weil mit denen kann man wunderbar Dinge verbinden. Zeige ich noch. Und dann bin ich schon fertig mit kurz und knackig, weil der Rest ist echt nur Spaß für dich. So, guck, jetzt klebt das da. Die muss ich noch mal ein bisschen reinbauen. Da gehe ich mal von innen rein und drücke sie noch ein bisschen an. Biege sie eventuell ein wenig rum und dann passt das wunderbar. Und da unten kommt mein großes Blatt hin, damit ich das in jedem Fall einmal unterbringe. Und das setze ich hier unten schon mal so an den Rand. Ja, mit Klebepunkten geklebt und ansonsten würde ich mal sagen, viel Spaß beim herbstlichen Basteln mit Blumenvasen und Geburtstagskarten auch für den Herbst, denn es ist ja eine Geburtstagskarte. Ja, kurz und knackig, das war's. Ich höre auf und wünsche dir viel Spaß mit meinen weiteren Videos. Alle Materialien sind in der Beschreibung verlinkt. Bis gleich in einem meiner nächsten Videos.